jetzt hier nett Kaffee getrunken, schönes Feuerchen gemacht und jetzt geht's weiter in den Nationalpark von Serbien. Das ist eine sehr berühmte Trinkquelle. Hier stehen die Leute immer an, um sich Wasser zu holen. Deshalb füllen wir auch unser Wasser auf. Oh, seht ihr das? Die Sonne kommt raus. Ich habe die echt ganz schön vermisst nach dem Regentag gestern. Aber es ist noch recht kühl. Es sind 20 Grad heute nur und es soll auch so kühl bleiben. Die nächsten Tage erst langsam wieder hoch auf 30 gehen. Da freue ich mich schon drauf. Weil in lange Hose fährt sich irgendwie nicht so angenehm wie in kurzer, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg in den Nationalpark Tara. Nicht zu verwechseln mit dem Fluss Tara in Montenegro. Die haben nichts miteinander zu tun. Und wir haben uns jetzt von Bojan verabschiedet. Der ist heute schon nach Belgrad mit dem Zug weitergefahren. Und ja, wir haben jetzt noch 370 Kilometer bis Belgrad. Wir werden uns in der Zeit ein bisschen Serbien angucken. Tatsächlich der letzte größere Berg, vielleicht auch letzte Berg bis Ungarn oder vielleicht auch sogar darüber hinaus. Das ist schon geil, ich freue mich voll. Es gab jetzt so viele Berge in Montenegro und Bosnien, die ja nicht immer ganz einfach waren. Deshalb freue ich mich jetzt echt ganz schön viel plattes Land danach zu haben. Schön am Fluss entlang zu fahren, hoffentlich, dass Zuri auch rennen kann. Ich bin mal gespannt. Sind wir auf 970 wieder runter von 1200 wieder auf 1200 aufzusteigen. Oh wow. Komm. Möglicherweise sind wir jetzt oben. Es geht zumindest runter. Ich hoffe, dass es nicht noch ein drittes Mal wieder hochgeht. Es geht hier schon ganz schön hoch und runter. Man denkt immer, man ist oben, dann fährt man ein bisschen runter und dann kommt der nächste Berg. Und der nächste Berg. Das heißt wieder Zuri aussteigen. Naja, sie freut sich. Sie will ja immer gerne laufen. Schon ganz schön lange keine Fahrradschilder mehr gesehen. Wenn das hier eine normale Autostraße ist. Ist schon schön. Seht ihr das? Es gibt Braunbären. Man soll nicht die Straße verlassen, damit man keinen Braunbären trifft. Das machen wir auch nicht, ne Zuri? Keine Braunbären jagen. So, jetzt sind wir in Mitrovica. Damit haben wir den höchsten Punkt wahrscheinlich erreicht bis Ungarn. Wow, jetzt sieht man echt, wie hoch wir sind. Also wir gehen jetzt echt die 1200 Meter runter auf fast, ich glaube sogar auf 0. So, genießen wir mal die letzte Aussicht. Da unten ist die Drina. An der werden wir jetzt die nächsten Kilometer entlang fahren. Wow, das ist schon echt ein wunderschöner Ausblick. Und da unten die Straße, die fahren wir gleich lang. Haha! Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich glaube, dass ich mittlerweile wirklich nur noch Bremsscheiben habe. Hört ihr das? Also das klingt richtig ungeil. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie diesen Berg runterkomme. Und dann brauche ich echt dringend einen Fahrradhändler. Boah, das ist noch eine fette Straße, die wir wieder runter müssen. Ganz schön fett Steigung. Das heißt Steigung. Gefälle. Boah, ey, der Berg hat die Bremsen gekillt. Davor waren sie ja schon nicht gut, aber das war jetzt der Endstoß. Der ist so steil, der Berg. Ich will auch nicht so viel Speed drauf kriegen, weil dann ist das Bremsen ja immer schwieriger, weil man dann schon mehr Geschwindigkeit runterbremsen muss. Aber wenn man die ganze Zeit bremst, ist es halt auch richtig übel für die Bremsen mit dem ganzen Gewicht, was ich mit mir rumschleppe. Und Zuri schiebt von hinten natürlich auch nicht gerade wenig. So, wir sind fast unten. Aber ich habe echt null Reserve mehr. Also vorne ist gar keine Bremsleistung mehr und hinten, keine Ahnung, 1% vielleicht. Also das ist schon auch am Schleifen und Quietschen. Ich fahre also mit 6 km/h den Berg runter, damit ich nicht irgendeine Kurve vielleicht nicht erwische. Aber ich weiß halt echt nicht, wo hier die nächste Stadt ist, wo ich einen Fahrradhändler finden kann. Ey, das wird jetzt echt abenteuerlich.
Wir haben es geschafft. Wir sind unten angekommen. 250 Meter. Ich glaube, es sind 275 bis Belgrad. Ich kann nicht 275 ohne Bremsen fahren. Ich muss jetzt irgendwie eine andere Lösung finden. So, wir fahren jetzt diese Straße tatsächlich 130 Kilometer lang. Komplett in den Norden am Fluss entlang. Also toll ist auf jeden Fall, dass ich jetzt schon wieder im T-Shirt fahren kann. Oben habe ich tatsächlich Jacke angehabt, ich habe einen Pulli angehabt und noch meine Winterweste, also so eine Daunenweste. Und ich habe schon teilweise gefroren. Und Zuri will wieder rennen, aber hier die Straße, mal gucken, vielleicht morgen. So, das ist das Reenatt River House. Wir haben es tatsächlich hierhin geschafft. Es ist sehr bekannt, weil Fischer nämlich einen bequemeren Ort haben wollten zum Fischen und haben sich ein Haus hier hingestellt. Und seitdem ist es eine Touristenattraktion, weil es halt mitten auf dem Fluss auf einem Stein hängt. Hier jetzt ist es im Restaurant, um noch mal kurz meinen Akku zu laden. Und Zuri saß da hinten in dieser Ecke und haben die tatsächlich gesagt, Hunde sind nicht erlaubt. Und ich sitze draußen und hier sind alle anderen Gäste. Und da hinten ist es drin. Das ist schon krass, dass die so ein striktes Hundeverbot hier in Serbien haben, genauso wie in Bosnien. Also überrascht mich schon. Ja, ich war auf jeden Fall jetzt gerade in der Stadt, wo dieses Driva, das Haus im Wasser auch liegt. Und ich habe gegoogelt, ob es irgendeinen Fahrradshop gibt. Und es war echt super schwierig, weil es natürlich auf Englisch nicht zu finden ist. Auf Serbisch habe ich dann irgendeinen gefunden, bin da hingefahren. Die Frau gesagt, nee, die reparieren keine Fahrräder, aber ich soll da und da mal gucken. Auf Serbisch hat es mir den Weg beschrieben, was sehr kompliziert war. Dann bin ich bei einem anderen Fahrradshop noch hängen geblieben auf dem Weg. Der halt meinte, ja, er guckt sich das mal an, vielleicht kann er das reparieren. Ich dachte, oh, vielleicht will ich das dann doch nicht reparieren lassen, die Bremsen. Weil ich habe ihm die Brakepads schon gezeigt, das heißt, er den nur austauschen müssen. Er meinte, vielleicht. Wie gesagt, nee, dann fahre ich lieber zu dem anderen Geschäft. Ja, und die hatten auch keine Brakepads da, weil ich hatte ja nur ein Paar und eigentlich sind beide Bremsen ja total hinüber gewesen. Aber die haben die dann ausgetauscht. Ganz anders als sonst, also kein Reifen abnehmen oder so, die haben die Bremsen abgenommen. Fand ich auch sehr spannend, das mal so zu sehen. Und dann hatten die nur andere Brakepads da und dann hat er die tatsächlich zugeschliffen. Also wirklich mit der Schleifmaschine, also mit Eisen hat er die dann zugeschliffen. Das sind jetzt 5 Euro Brakepads, aber sind auf jeden Fall besser als die ich vorher hatte, weil die waren echt schon komplett durch, vorne und hinten. Ja, und es hat jetzt 16 Euro insgesamt gekostet. Ich glaube, dass sie mir zu viel berechnet haben, in dem Sinne, was normalerweise in Serbien zahlen würde. Aber ich bin super froh, einfach jetzt 2 vollständige Bremsen wieder zu haben. Die haben einmal meine verbaut und einmal, wie gesagt, die anderen. Und das hat auch echt schon gedauert, weil es am Anfang ist der Reifen nicht mehr gerollt und dann hatte der rumhantiert und so weiter. Das war schon echt abenteuerlich. Aber jetzt funktioniert wieder alles. Ich bin echt froh. Es ist tatsächlich immer schwer, irgendwas Vegetarisches zu finden. Es gab ein vegetarisches Gericht und das sind Bohnen. Und Bohnen kommen ja eigentlich ganz gelegen, weil die sehr viel Eiweiß haben. Und das ist ein serbischer Salat. Bin ich auch mal sehr gespannt. Auf jeden Fall Tomaten und Zwiebeln. Gucken, ob es da noch irgendwas anderes gibt. Ah, Gurken. Nicht schlecht. Guten Morgen. Einen kurzen Blick auf unseren Schlafplatz. Hier ist nämlich eine Straße, aber im Dunkeln war das alles gar kein Problem. Vorne ist die Hauptstraße, noch alles relativ nebelig. Wir haben jetzt 5:30 und da kam nämlich kein Auto und hier waren wir ganz gut versteckt. Deshalb fahren wir jetzt aber auch schon los, damit die Leute uns nicht sehen. Echt noch niemand wach. 6:30 Uhr. Bin noch gespannt, welches Wetter folgt, nachdem der Nebel verzogen ist. Also es ist echt kalt. Ich frage mich tatsächlich immer, was die in diesen Garagenwerkstätten machen. Weil die haben gestern, anders als alle anderen Werkstätten, nicht die Räder abgemacht, um die Bremsen zu tauschen, sondern die Bremsen abgemacht. Dann haben sie an allen möglichen Schrauben halt wieder gedreht, damit es passt. Und jetzt kann ich nicht mehr schalten. Ich habe jetzt nur noch Zugriff, ich habe 10 Gänge. Ich habe nur noch Zugriff auf die untersten 4, also auf die niedrigsten. Bei glatter Ebene kann man natürlich auch schneller fahren. Aber ich muss halt so strampeln, als ob ich einen Berg hochfahre. Also wenn ich die Schaltung drücke, passiert nichts. Das heißt, ich muss jetzt später mal gucken, was ich da machen kann. Ob ich da irgendwas rausfinde, wie man das reparieren kann, weil das ist ja echt Mist. Weil der nächste vernünftige Händler, der sitzt in Belgrad und das sind 3 Kilometer entfernt. Das ist schon ein ordentliches Stück. Seht ihr das, der Nebellicht sitzt sich und die Sonne kommt langsam raus. Oh, ist ja gleich ein schöner Tag. So, wir fahren jetzt die ganze Zeit an der Grenze entlang. Also der Fluss ist quasi die Grenze zu Bosnien. Und auf der linken Seite ist quasi Bosnien und wir sind jetzt auf der serbischen Seite rechts. Ich habe vorhin hier Riesenschalen Brombeeren gesehen. Jetzt müssen wir noch mal kurz zurückfahren, um die Brombeeren zu kaufen. Weil die werden hier bestimmt wesentlich günstiger sein als in Deutschland. Brombeeren sind so lecker. Hier gibt es unendlich viele. Hier ist alles voller Brombeerfelder. Hi. Can I have half of the... Yeah. Ovo ili ovo? No. Ovo? Yes. No, half. A pola? Yes. Pola? Yeah. Pola? Yeah.
Evo ovdje spusti. A ja, ja, ja. Ja. Zgodno. Zgodno. Ova jedna. Okay, ciao. Ciao. Srećan put. Tako da Der Umrechnungskurs ist so schwierig, dass ich keine Ahnung habe, was das kostet. Ah ja, 84 Cent. Das ist ja Schnäppchenpreis. Spannend, das habe ich hier schon öfter gesehen. Und zwar haben die hier alle irgendwie scheinbar ihre Familiengräber auf ihren eigenen Grundstücken. Man sieht hier immer ab und zu so 2, 3, 4 Grabsteine, Grundstück für Grundstück. Also das finde ich irgendwie ganz interessant. Hier sind auch wieder so Familiengräber auf dem Grundstück. Rechts auf Nebenstraße, ja, einmal hoch. Muss der anderen Seite wieder runterzufahren. Das sind so Pro-Mod-Aktionen, die ich aber nicht verstehe. Vor allem, es geht wirklich 100 Meter später wieder runter. Da, seht ihr, da ist der Weg, wo man wieder runterkommt. Kreuzungen sind immer ein bisschen schwierig. Aber ist ja nichts los hier. Komm zurück, komm! Mal richtig nett. Ich bin jetzt hier an diesem Restaurant hängen geblieben. Mein Akku kurz noch mal ein bisschen zu erfrischen und ein bisschen Pause zu gönnen und meinem Handy ein bisschen Strom zu geben. Ich habe Kaffee getrunken und jetzt wollte ich den bezahlen und meinte nur Goodbye, muss nichts zahlen. Voll nett, sehr überraschend. Stundenlang durch Brombeerfelder. Das ist echt eine riesige Brombeerregion. Alles Bosnien ist. Guckt euch das mal an, da wollte ich diesen wunderschönen Ausblick genießen. Und dann gucke ich mich um. Und alles zugemüllt. Und wer macht denn sowas? Das ist völlig beschissen. Bosnien, Serbien. Zwei Türmen, krass. Ha. Wir wollen so viel über die Grenze nach Bosnien, dass die hier irgendwie die Straße regeln müssen. Hast du keine Funny? No, Germany. Germany? Ja. Vale. You Germany? Ja. Okay. Spanish. Ah, ja, so und Todo. ja, ja. Ah, nice. Du Spanish? Ja. Ja, ich mit meinen 4 Gängen bin hier nicht so schnell. Gleich sind wir in Losnica. Da werden wir erstmal Abendessen, Akku laden und ein bisschen chillen. Dann ist irgendwann außerhalb der Stadt ein Schlafplatz suchen. Das reicht für heute. Sind 104 Kilometer schon gefahren. Und das tatsächlich in 6,5 Stunden, weil ich nicht so schnell fahren kann wegen den 4 Gängen. So, da. Sieht ja nicht so schlecht aus. Ja, ich habe Couches gebucht. Ich habe mich gestern im Restaurant so 2,5 Stunden ausgeruht. Ich hätte echt schon auf der Stelle einschlafen können. Jetzt habe ich gesehen, dass bis Belgrad noch so 113 Kilometer sind.
naja, eigentlich ein bisschen mehr, 130. Und ich versuche die morgen zu schaffen, damit ich mal wieder ein Bett habe. Ja, und deshalb fahre ich jetzt nochmal so 10, 20 Kilometer, dann mich so in einer Stunde schlafen zu legen und dann morgen um 6 geht's weiter.